Michael verschlief und verpasste seine Prüfung. Er wachte viel zu spät auf. Als er auf die Uhr schaute, war es bereits 9:30 Uhr. Oh nein, rief er aus. Die Prüfung begann um 9 Uhr und er hatte noch nicht einmal gefrühstückt. Michael sprang aus dem Bett und zog sich schnell an. Er lief zur Tür, um das Haus zu verlassen. Doch draußen regnete es stark. Das kann doch nicht wahr sein, dachte er verzweifelt. Er rannte zur Bushaltestelle, aber der Bus war schon weg. Ich habe keine Chance, rechtzeitig zu kommen, dachte er. Michael zog sein Handy heraus und rief seinen Freund Tom an. Tom, ich habe die Prüfung verpasst, was soll ich tun? Fragte er panisch. Ruhe, Michael, vielleicht gibt es eine Lösung, hast du den Professor schon informiert, antwortete Tom. Nein, das habe ich noch nicht getan, sagte Michael. Dann ruf sofort den Professor an, vielleicht kannst du den Test nachholen. Michael hatte plötzlich einen Hoffnungsschimmer. Er zog das Handy aus der Tasche und wählte die Nummer seines Professors. Professor Müller, ich habe verschlafen, können Sie mir bitte helfen, sagte Michael. Das tut mir leid, aber die Prüfung ist schon vorbei, antwortete der Professor ruhig. Aber ich kann die Prüfung doch nicht einfach verpassen, sagte Michael verzweifelt. Vielleicht gibt es eine Lösung, aber ich kann dir nicht versprechen, dass du die Prüfung nachholen kannst, erklärte der Professor. Michael fühlte sich hilflos. Hast du einen guten Grund für dein Fehlen? Fragte der Professor. Michael überlegte kurz. Ich habe verschlafen, es tut mir leid, aber es war wirklich ein Unfall. Ich verstehe, du kannst am Montag zu einer Nachholprüfung kommen, sagte der Professor schließlich. Michael war erleichtert. Vielen Dank, ich werde da sein, sagte er dankbar. Keine Sorge, es passiert jedem Mal, sagte der Professor ruhig. Michael legte auf und atmete tief durch. Zum Glück gibt es eine zweite Chance, dachte er. Er wusste, dass er sich jetzt besser vorbereiten musste. Michael beschloss, den ganzen Nachmittag zu lernen. Ich werde die Nachholprüfung bestehen, sagte er sich selbst. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und holte seine Unterlagen. Ich darf nicht mehr schlampen, dachte er. Er las die Notizen und übte die Fragen aus dem Prüfungskatalog. Währenddessen rief er noch ein paar Freunde an, um sich auszutauschen. Wie geht's dir, bist du auch gut vorbereitet? Fragte Michael seinen Freund Markus. Ja, ich habe alles noch einmal durchgegangen, antwortete Markus.
Ich hoffe, du kannst die Nachholprüfung bestehen, sagte Markus. Ich werde mein Bestes tun, versicherte Michael ihm. Am nächsten Tag lernte Michael den ganzen Tag weiter. Er fühlte sich bereit für die Prüfung. Ich habe jetzt alles wiederholt, sagte er zufrieden. Am Montagmorgen stand Michael früh auf. Er wollte sicherstellen, dass er pünktlich war. Nachdem er gefrühstückt hatte, machte er sich auf den Weg zur Uni. Auf dem Weg dachte er an die verpasste Prüfung. Ich werde diese Chance nicht wieder verpassen, dachte er entschlossen. Als er das Prüfungsgebäude betrat, war er ein wenig nervös. Aber er hatte das Gefühl, gut vorbereitet zu sein. Ich kann das schaffen, dachte er. Michael setzte sich an seinen Platz und begann mit der Prüfung. Die Fragen waren schwierig, aber er wusste die Antworten. Ich bin wirklich froh, dass ich mich gut vorbereitet habe, dachte er. Nach der Prüfung fühlte sich Michael erleichtert. Ich habe alles gegeben, dachte er. Einige Tage später erhielt er das Ergebnis. Du hast bestanden, stand in der E-Mail. Michael konnte es kaum glauben. Ich habe es geschafft, rief er aus. Er war stolz auf sich selbst. Ich werde nie wieder zu spät kommen, sagte er. Michael lernte, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen. Er war froh, dass er eine zweite Chance bekommen hatte. Manchmal braucht man einfach Glück, dachte er. Aber Michael wusste jetzt, dass er auf sich selbst vertrauen konnte. Ich werde nie wieder so unvorbereitet sein, sagte er sich. Er hatte aus seinem Fehler gelernt. Das war eine wertvolle Lektion, dachte Michael. Und von nun an war er immer pünktlich und gut vorbereitet. Nie wieder werde ich etwas verpassen, sagte er sich entschlossen. Der Vorfall hatte ihn stärker gemacht. Michael wusste nun, wie wichtig es ist, keine Zeit zu verschwenden. Jeder Tag zählt, dachte er. Von diesem Moment an wurde Michael ein viel organisierterer Mensch. Ich werde meine Zeit besser nutzen, sagte er sich. Er wusste, dass er nie wieder eine so wichtige Prüfung verpassen würde. Michael fühlte sich nach dem Vorfall viel reifer. Ich werde immer auf mich selbst achten, dachte er. Er hatte verstanden, wie wichtig es ist, die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Michael war stolz auf die Lektion, die er gelernt hatte. Und er wusste, dass er sich nie wieder so unvorbereitet fühlen würde. Ich bin jetzt bereit für alles, sagte Michael zu sich selbst.
Er hatte seine Fehler erkannt und war daran gewachsen. Michael wusste, dass Fehler wichtig sind, um zu lernen. Jeder Fehler bringt eine Chance, dachte er. Und von diesem Tag an war Michael immer pünktlich und gut vorbereitet. Das Leben ist zu kurz, um es mit Sorgen zu verschwenden, dachte er. Michael hatte gelernt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und er wusste, dass er jede Prüfung meistern konnte. Ich bin bereit für alles, was kommt, sagte er sich. Michael war zuversichtlich in die Zukunft. Ich habe alles in der Hand, dachte er. Der Vorfall hatte ihn stärker und klüger gemacht. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme, dachte Michael stolz. Er wusste jetzt, dass er immer auf sich selbst vertrauen konnte. Und mit dieser Erkenntnis begann er, das Leben mit mehr Selbstvertrauen und Verantwortung zu leben.